Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Freie Verzierungen zu einem Barockstück hinzufügen mit den besten Ideen und der schönsten Ausführung, das wollen wir alle. Und zu diesem Zweck schauen wir heute mal ein paar Barockkomponisten in ihre Kompositionstöpfe hinein, um zu sehen, wie sie freie Verzierungen in Stücke hineinkomponiert haben. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Wenn wir auf der Blockflöte Barockmusik spielen möchten, dann kommen wir nicht um Verzierungen drumherum. Und zwar gibt es im Prinzip zwei Arten von Verzierungen, nämlich die sogenannten wesentlichen Manieren, also Verzierungen wie zum Beispiel Triller, Praller, Mordent, Doppelschlag, was auch immer, die oft in den Noten schon als Zeichen reinnotiert sind, wo der Komponist also schon festgelegt hat, hier möchte ich eine bestimmte Verzierung haben. Und diese Verzierungen haben auch eine festgelegte Form in sich. Diese in ihrer Form eigentlich festgelegten Verzierungen, die kannst du manchmal auch selbst hinzufügen, wenn sie nicht drin stehen, an Stellen, wo das passt. Was aber in der Regel wirklich gar nicht drin steht, das sind die freien Verzierungen, wo du die Verbindung zwischen zwei oder mehreren Tönen auffüllst mit noch extra Noten, mit mehr Noten, die nicht drinstehen im Notentext und die du sozusagen dazu erfindest. Das heißt eigentlich, dass du die Noten, die da stehen, als Gerüst nimmst und dadurch, dass du Noten hinzufügst, den Wert der eigentlich dastehenden Noten verkleinerst, weil du ja noch mehr Noten unterbringen musst. Viele von euch werden das kennen. Man hört sich eine Aufnahme an von einem Stück und denkt, oh wow, was verziert sie denn da so schön oder was verziert er denn da so schön? Wie hat er das bloß gemacht? Und das könnte ich nie. Ich verstehe das gar nicht, welche Noten das sind. Oder du weißt vielleicht, welche Noten das sind, weißt aber nicht, wie du die unterbringen kannst. Jetzt wollen wir mal den umgekehrten Weg gehen, anstatt dass du versuchst herauszukriegen, was könntest du denn da verzieren bei einem bestimmten Stück? Du hast da relativ langweilige Töne stehen und dir fällt da keine Verzierung ein. Beziehungsweise die Beispiele, die du irgendwo hörst, in Aufnahmen zum Beispiel, die sind zu kompliziert, die kannst du so nicht gleich nachspielen, auch wenn du es gerne möchtest. Und anstatt, dass wir jetzt hingehen und gucken, wo kann man welche Verzierungen hinzufügen, schauen wir mal, wo gibt es Stellen in komponierten Stücken von zum Beispiel Telemann oder Händel, in denen man das, was da steht, zurückführen kann auf ein einfaches Notengerüst und dann auch sehen kann, wie die Komponisten selbst sich Verzierungen vorgestellt haben. Wenn ich dir jetzt sage, dass das Stückchen aus einem Stück, das du gleich hören wirst, von Georg Philipp Telemann ist, dann versuch doch mal herauszufinden, aus welchem Stück, aus welchem Satz das stammt. Kommt es dir nicht direkt bekannt vor? Dann würde ich mal die verzierte Version hören lassen, wie Telemann die geschrieben hat. Und dann hast du vielleicht erkannt, dass das aus der Partita in G-Dur von Telemann ist. Und zwar aus einem Affettuoso. Und das habe ich jetzt mal zurückgebracht auf das Notengerüst sozusagen. Dann kannst du hier mal sehen, dass Telemann eigentlich die Sprünge, die Terzsprünge zwischen dem H und dem D am Anfang und dann dem D und dem H aufgefüllt hat mit den Noten, die dazwischen sozusagen fehlen. Und schon hat er eine schöne kleine Melodie
und fließt das Ganze und ist einfach schöner und interessanter als nur die 3 Viertelnoten, die ich jetzt als Gerüst daraus destilliert habe. Dazu gibt es noch eine Bindung. Kann man spielen auf der Blockflöte, muss man nicht, weil das bei Bindungen ja so ist, wenn die nicht original für Blockflöte sind, müssen wir immer überlegen, ob wir die wirklich buchstäblich ohne Dü spielen beim zweiten Ton oder ob wir das weich anstoßen. Das kannst du dann handhaben, wie du möchtest, wie es gut klingt. Auf jeden Fall ist das ja auch nochmal eine hinzugefügte Verzierung, so ein Bindebogen. Aus derselben Partita von Telemann kannst du mal schauen, ob dir diese Stelle irgendwas klingeln lässt. Ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach herauszuhören, denn da hat Telemann was sehr Schönes und sehr Raffiniertes drumherum gestrickt, nämlich Folgendes. Da hat Telemann also wieder Terzsprünge, diesmal nach unten, umspielt mit den ganzen Sechzehntelnoten, um das Ganze interessanter zu machen. Und er hat natürlich jetzt nicht plötzlich ein B als Vorzeichen reingemacht oder ein extra Kreuz noch. Er ist innerhalb der Tonart geblieben, die jeweils zu dem Akkord passt. Das muss man natürlich schon berücksichtigen. Auf jeden Fall können wir hier sehen, dass die Haupttöne eigentlich dieses E, das C, das A und das Fis sind und alles andere darum herum Verzierung. Und du kannst einfach mal hingehen und bei Stücken, die du spielst, solche Stellen suchen mit Terzsprüngen und schauen, ob du das vielleicht auf ähnliche Art und Weise umspielen könntest. Ich habe das jetzt zurückgebracht auf die super Gerüst-Basisnoten nur. Man könnte das aber auch anders vereinfachen, was er hier notiert hat, indem man zum Beispiel für jede Achtelzählzeit eine passende Note sucht, die in den Akkord passt, die zu den Noten passt. Und da habe ich einfach mal rumgespielt mit den verschiedenen Rhythmen und wie du hören kannst und sehen kannst, ist das eigentlich immer im Prinzip dieselbe Melodie, dieses selbe Notengerüst. Hier hast du jetzt also schon mal 3 Ideen für absteigende Terzen. Das nächste Stück kommt dir vielleicht schon leicht bekannt vor. Und es ist tatsächlich, wie du vielleicht erraten hast, Händel. Und wie du hier sehen kannst, hat Händel statt des Achtelauftaktes immer, hier bei der zweiten Note und der vierten Note, noch eine kleine Sechzehntel reingebracht, also 2 Sechzehntel aus der einen Achtel gemacht, indem er den nachfolgenden Ton schon mal vorweggenommen hat. Das ist also sehr elegant und ist auch eine schöne Idee, die man durchaus auch woanders mal anwenden könnte. Und dann hat er auch noch den Terzsprung aufgefüllt im zweiten Takt zwischen dem B und dem G. Da hat er aus dem G einfach 2 Sechzehntel gemacht. Und das ist ja, was ich anfangs erzählt habe. Man macht mehr Notenwerte eigentlich hinzu und die müssen dann natürlich kürzer dauern. Also statt einer Achtel hast du hier dann 2 Sechzehntel. Jetzt gucken wir mal bei einem anderen Beispiel aus demselben Larghetto von Händel, wie wir da eine Stelle, die da steht, vereinfacht darstellen könnten. Da habe ich mir erstmal gedacht, statt der 4 Sechzehntel am Anfang könnte man ja versuchen, 2 Achtel draus zu machen. Und dann habe ich eben statt der
4 Sechzehntel habe ich nur eine Achtel G und ein Achtel B. Und außerdem statt des D und dann der relativ komplizierten Verzierung danach mit der punktierten Sechzehntel und der 32. habe ich einfach das nochmal zurückgeführt auf ein D, was auch da steht bei Händel, und dann einfach ein C. Denn im Prinzip ist das nichts anderes da. Und da kannst du sehen, da hat er auch wieder das B von dem Schlusston sozusagen, der Ton, der hier als letztes steht, schon wieder vorweggenommen und da wieder diese gleiche Verzierungsart eingesetzt wie vorhin. Und es ist doppelt raffiniert, weil er dann auch noch die Punktierung reingebracht hat. Das könnte man nämlich auch zum Beispiel so verzieren. Dann hätte ich also die Punktierung weggelassen, hätte aber trotzdem 2 Sechzehntel gemacht und hätte die Schlussnote auch schon mal so vorweggenommen. Dann habe ich noch ein schönes Beispiel von Jean-Baptiste Loyer und das klingt, wie es bei Loyer steht, so. Und den Anfang, die 4 Sechzehntel und dann das hohe C, kann man einfach zurückführen auf ein F und ein C. Was hat Loyer hier gemacht? Er hat diese Quinte vom Anfang, das F und das hohe C, aufgefüllt mit den sozusagen dazwischen fehlenden Noten. Und schon hat er einen schönen Anfang komponiert und ist das auch gleichzeitig eine Inspiration, wie man so eine Quinte zum Beispiel auffüllen könnte. Dann ist ja das C doppelt. Das ist ja einmal hoch, einmal tief. Wir haben hier einen Oktavsprung. Und stattdessen könnte man genauso gut auch eine Viertelnote C denken, denn C ist C und das tiefe C macht es interessanter. Muss aber nicht zwingend sein. Das heißt, das ist auch schon wieder eine Idee, wie man verzieren kann, nämlich wenn man denselben Ton einfach nochmal eine Oktave tiefer spielt oder eine Oktave höher. Das kann man auch manchmal machen. Man muss natürlich immer gucken, dass es geschmackvoll ist und dass es passt, aber das sind Ideen, die man absolut in vielen Stücken anwenden kann, wenn man selbst frei verzieren möchte. So, und die zweite Takthälfte, die sieht ja ziemlich kompliziert aus, was da steht. Mit den 2 32, dann eine Sechzehntel, dann kriegen wir nochmal eine Punktierung. Und das kann man ganz einfach zurückbringen auf, was ich hier geschrieben habe. Denn diese 2 32, die sind erstmal ein ausgeschriebener Schleifer. Und ein Schleifer ist ja auch eine Art Verzierung, die eigentlich in ihrer Form festgelegt ist. Also hier hat Loyer das A nicht direkt angezielt, sondern er hat 2 Töne tiefer angefangen und das ist dann ein Schleifer und der beginnt auf den Schlag. Also man spielt da nicht Yadadam zu der hohen Note hin, sondern Yadadam, beziehungsweise angebunden, also Dü. Das hat er einfach hier ausgeschrieben und das ist auch eine Idee. Also man möchte einen bestimmten Ton spielen und spielt ihn nicht direkt, sondern macht einen Schleifer von unten zu der Note hin. Das ist also schon mal geklärt, was diese komplizierte Figur am Anfang ist mit den 2 32 und der Sechzehntel. Und danach kriegen wir ja eine Punktierung. Aber das kann man auch ganz einfach machen, nämlich mit 2 Sechzehntel, die nicht punktiert sind. Natürlich ist es mit der Punktierung drin nochmal anders und nochmal interessanter und noch differenzierter. Und als letztes Beispiel habe ich hier noch ein Stückchen Dal Bacco. Und auch da können wir ganz
leicht ein bestimmtes Notengerüst feststellen und dann wieder gucken, was der Komponist darum herum gestrickt hat. Denn hier ist auch nur eigentlich der erste Ton, ist ja ein G, das ist die Hauptnote. Dann will der Komponist auf dem zweiten Schlag zum A, auf dem dritten zum B, wenn dann diese Synkope kommt. Zweiter Takt ist wieder G, Hauptnote, A, B, C und dann wieder eine Synkope. Das ist also eine ganz raffinierte Art, solche einfachen Tonfolgen in Schritten, das ist ja eigentlich diatonisch her, G, A, B oder G, A, B, C, D, zu verändern, aufzufüllen, interessanter zu machen, zu verzieren. Und es ist jetzt hier punktiert. Man könnte das genauso umspielen ohne Punktierung. Also wie du merkst, kann man ganz, ganz viel aus den schon komponierten Stücken herausfischen und herausfinden, wie die Kompositionsküche der Komponisten in der Barockzeit war und sich da Inspiration holen. Und man sollte vielleicht nicht gleich anfangen mit 4, 5 Verzierungen gleichzeitig an einer bestimmten Stelle, dass man die gleich komplett unterbringen will und was sehr Komplexes machen will, sondern erstmal ein paar Figuren rausfinden in solchen Beispielen, vielleicht in diesen Beispielen, aber es gibt noch tausende andere und dann mal versuchen, das bei einem eigenen Stück einzubauen und anzuwenden. Und es gibt da nicht die eine richtige Art und Weise, sondern da ist Fantasie gefragt und je mehr man das erkundet, desto mehr Ideen kommen einem auch. Und so hat jeder, auch der fantastisch verziert jetzt, einmal angefangen. Das sei also zu deiner Beruhigung auf jeden Fall gesagt. Bei niemandem ist es komplett vom Himmel gefallen, sondern alle haben klein angefangen und die Art und Weise, wie man das macht, ist sehr ausschlaggebend für den Erfolg. Also erstmal wirklich verstehen, was passiert da und wissen, wie kann ich wo verzieren. Ich weiß, dass für viele von euch das freie Verzieren ein großes Thema ist. Deshalb freue ich mich, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, also wie ihr damit zurechtkommt, was ihr für Schwierigkeiten vielleicht habt. Ich habe ja schon oft Anfragen dazu bekommen und vielleicht habt ihr ganz andere Ideen noch, wie man auf Ideen kommen kann für freie Verzierungen. Dann schreibt das gerne. Ich freue mich und natürlich auch alle anderen, die das lesen. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du kannst mit diesen Ideen gleich ans Werk gehen. Und falls ja, dann gib mir gerne einen Daumen hoch und über ein neues Abo freue ich mich natürlich auch jederzeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage wieder mal bis nächsten Freitag. Tschüss!